Hallo und willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir gehen weiter, tiefer in die Kanalisation und hier hatte ich jetzt schon eine Stunde lang etwa rumprobiert und da kommt jetzt ein Kampf, der auch nicht ganz einfach ist, zumindest nicht, wenn man, wenn es da gibt es ein paar Stellen, die ein bisschen knifflig sind, weil es, wenn man da unglücklich was abbekommt, dann ist man halt sofort im Arsch. A guard rushes in front of you, and before you can flinch, the point of a sharp spear draws a bead of blood from the artery in your neck. Halt! State your name. Now! Marcus! Guard, lower your spear. An old friend's come to pay a visit. Isbeil, we must not... I'm well aware of the beast's ambitions, Your Highness. Do as she says. Lower your spear. Yes, of course, my queen. So ein bisschen aus wie ein Bart, aber naja. Genau, so, dann laufen wir nach vorne. I'm watching you. One misstep and I will have your head. At this most sensitive hour. Bin sonst, glaube ich, mit Ethan nach vorne gelaufen. Quite und sonst sure, das gleich Your eine Auswirkung Majesty. hat. Your Highness, Bloom of Duna, Flame of the Forge, I present your bastard cousin and the seed of divinity, Marcus Miles. Marcus is dead. I am the beast of the sea, and you will address me as such. The queen opens her mouth as if to speak, but Beast cuts her off with an ominous growl. I know your deceit, Justinia. I may be beast, but I'm no demon. And only a demon could dream up an evil like Operation Downfall. Isbeil intrudes before the queen can speak. Your Majesty's brilliance has known no bounds. The Order has living tools of war. My queen must attack before they can invade the homeland. Justinia turns to Isbeil, looking for assurance, and Isbeil begins to chuckle. Her laugh is low and measured at first, but grows in magnitude until she can barely breathe. Oh, but you think yourself so clever, don't you, beastie boy? Fine. I'm tired of pretending I serve this weak wench anyway, but it doesn't matter. You can't stop the death fog. The wheels are in motion. Also anscheinend ist die dann diesem King of Gods am Folgen und will alles umbringen und hat quasi der Königin dann was Falsches erzählt, wenn ich das richtig verstehe. Isbeil? Shut your royal maw, Justinia. Arcs will fall and your memory writ. They will believe it was your will, your plan, your command. Isbeil, hush yourself. I must think. Hush! You pitiful woman! Do you truly expect me to be silent? Ja, denn das wäre zu einfach gewesen, hier zu You kämpfen. blink yourself awake to the cold gaze of 1,000 stones Na, die and the hot gaze of the dwarf Isbeil, right hand of the queen. Die Aufstellung ist noch immer gleich. Ich dachte jetzt, dass der andere Charakter dann hier stehen würde, aber dem ist nicht so. Oh, good. You're awake. Vielleicht hätte ich die Gruppenanordnung dafür ändern müssen. Yeah, at first I figured I'd just kill you. But then I thought, Isbeil, you're wasting an opportunity here. Don't bother thanking me just yet, though. I dare say you'll be begging to die before long. So I'll start with lesser toxins, just to see how you react, and take it from there. How strong a dose can a godwoken handle? How long does it take for one to succumb? So many questions. Ask what she's done with Queen Justinia. Your lips open, but no words spill forth. You try to lift your head, but it is no match for gravity. She has paralyzed you. Only your eyes are free to move. Don't fight it. You'll only make things worse. Oh, but I've been so rude. You should know the real me. Oh, it's good to give myself a rest. Those masks can be darned pesky. Und das sind auch alles Skelette. Es ist jetzt nicht so, als wenn die da die alle betrogen hätte, sondern anscheinend hat die da ihre eigene Armee eingeschleust. Oder vielleicht haben die sich auch alle diesen bösen Gott verschworen.
Just wait, there's no struggling, you can't move. Summon as much source from within you as you can, maybe you can break free. Every ounce of energy within you evaporates. You have no more control over your own source than you do of your flaccid body. Isbeil shakes her head at you. Tut tut. Do try to relax. The harder you fight, the harder the experiment will be on you. Ah, that dose proves quite alarming for my normal subject. Let's try a new approach, shall we? Struggle against the horror of your paralysis. The attempt is futile. Every inch of your body is useless, though your senses still register every sight, sound, and smell. Let's see now. I have just the thing. Just a spritz, mind you. You struggle to move, and you feel your toes wiggle, and your fingers twitch. The paralysis is waning. Interesting. Some of the results are quite unexpected. Now, let's move on to death fog. Live or die, you've already proven most... Well, I was going to say useful, but perhaps entertaining is the better word. Isbeil turns the valve, but no fog wafts forth. In that moment, you feel your bones and muscles awaken. You've regained control of your body at last. What's wrong with it? God! Come! The god worker is broken free of my spell! I'm gonna get out of this death. Ja, und das haut halt ganz gut rein. Bams. Und jetzt kommt direkt der erste Tick rein. Und damit geht's dem schon mal nicht mehr so gut. Bringen wir dahin. Die muss auf jeden Fall so schnell wie möglich ausgeschaltet werden. So. Machen wir Adrenaline. Glory is mine. Und dann nochmal den hinterher. Die aber leider nicht kritisch getroffen. Und damit der jetzt nicht stirbt, bevor den jemand heilen kann, nochmal Chameleon Cloak an. Das ist entsprechend auch nicht so gesund. So. Der sollte möglichst rausspringen. Das Problem, was ich hier hatte, ist, wenn ich die unten stehen lasse, da kriegen sie nicht nur mehr Schaden logischerweise und den Dot, sondern die werfen dann auch noch Blendgranaten rein. Und wenn man jetzt nicht mit dem rausspringt, dann kann man das da, während der geblendet ist, natürlich auch nicht, weil er da oben gar nichts mehr sehen kann. Das heißt, das wäre schon ratsam, das direkt zu machen. So. Und dann beschwören wir uns hier einen Karnet. Und machen da Power Infusion drauf, damit der die dann auch umrammen kann. I'll yield to none. Weiß ich nicht, ob das ausreicht. Und der normale Angriff, der macht mehr Schaden als der Whirlwind. Bin ich ganz sicher. Naja, aber 1600 wird das wahrscheinlich nicht machen. Ah, 1100. Die hat jetzt noch 571. Ist leider immer noch zu viel für den. Dann müssen wir das wohl anders machen. Okay. Das heißt, die müssen wir... Ja, jetzt 0. Aber die kommt auf jeden Fall ja jetzt nochmal dran. Wir machen auf jeden Fall das auf sie. Und...
einfach Feuer auf irgendwen casten. Alles nicht so normal. Der Ball. Kommen wir leider auch nicht gut dran. Da würden wir zumindest die beiden treffen, wenn das die Anzeige richtig ist. Würde ich mich an der Stelle wegen der Höhe nicht so drauf verlassen wollen. Die beiden können wir auf jeden Fall. Der ging ja auch. Der hat nur 1712. Naja, mach mal den. 722. Mit dem Rest warten wir mal. Da ist der so. Ja, der hat jetzt den Zwerg geblindet. So, sie muss auf jeden Fall nach oben. Ne, muss sie gar nicht. Ich muss auf jeden Fall den Thunderstorm casten. Das machen wir mal hier so. Ja gut, damit ist noch eine Menge gestunt worden. Und dann müssen wir auf jeden Fall ihn heilen. Weil er sonst ordentlich noch was bekommt. Das war jetzt das Problem, dass die dummerweise nochmal dran kommt. Das war mal etwas sinnlos. Ja, die würde ich eigentlich CC'en wollen, aber dann kann der wahrscheinlich besser ranrushen. Ja. Und dann können wir hier den CC'en. So. Ach, haben wir keine Aktionspunkte. Jetzt ist erledigt. Haben wir auf Rust. Na, das ist nicht so schlimm. Okay. Der rusht dann da mal ran. Irgendwas habe ich entdeckt. Keine Ahnung was. Dann schlagen wir da mal drauf. Das ist jetzt hier East. Und wir könnten das auf. So, der ist ja jetzt geblendet. Ich habe auch sonst niemanden in der Reichweite, sodass der jetzt nur sehr begrenzt was heilen wird. Heals up ist, glaube ich, gar nicht so echt an der Stelle. Und wir können den ja umhauen. Das ist okay. So, der wartet ab. Der geht's auch nicht so blendend. Und die heilt sich schön durch das Gewitter. Die muss möglichst den hochporten. Und dann sollten wir ihre Position swappen mit jemandem. Beispielsweise mit dem, denn den kann ich mit ihm verhältnismäßig gut tot schießen.
Und der müsste eh eine Runde warten, bis ich wieder aufspielen kann. Die hat den Decay drauf. Das heißt, die muss ich auf andere Weise beziehen. Das sind 2. Ja, wir könnten beide erwischen. Machen wir das. Hat sich auch ein bisschen geheilt. So, der hier muss halt schnell weg. Machen wir Moskito drauf. Und Isbeil könnte eigentlich auch was brauchen. Dann müssten wir eigentlich aber auch anderen Schaden. Ach, den könnten wir out of sight, weil da Rauch ist irgendwas. Machen wir das so. Jetzt ist mal Rums. Ordentlich Rums gemacht. Jetzt heilt die aber auch nicht mehr durch weitere Preußen. Das geht gut. Und dann können wir den noch. Da können wir gar nichts mehr sehen. Oder nichts. Okay. Die steht jetzt erstmal auf. Die müssten wir eigentlich zum Chicken machen. So. Und dann nehmen wir hier das Electrified Water mit. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, den umzuschießen, aber der kann einfach weiter draufhauen, oder? Er ist gestunt, er ist nur gechillt. Kriege ich aber auch nicht irgendwie CC'd. Wir könnten halt Living on the Edge auf Steam machen. Naja, mal nicht hin. Ja, nicht hin. Machen wir das so. Das war jetzt ein bisschen doof. Der hat Necrofire drauf. Ich kann den halt töten, aber naja, komm, der hier hat noch ordentlich AP, das sollte schon passen. Ja, heilt sich halt hier auch. Infekt. Ah, okay, ich kann jetzt auch erreichen. Das gerade noch. Fortified. Reichweite ist niedrig. Naja, dann ist das Einzige, weshalb ich eingesetzt werden kann.
Ja, machen wir das halt da drauf. Na, das war harmlos. Da ist wieder jemand abgeraucht. Dann dies noch entschicken. Käme gleich dran, da können wir aber auch nicht machen. Wir könnten ihn heilen, damit Schaden macht. Oder wir machen das trifft 2. Aber auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, wenn ich das shatter, würde ich jetzt auch Beast schaden. Ja, aber jetzt nicht so gut. Global Cooling können wir machen. Deal Water Damage. Freeze all susceptible. Ja, das macht keinen Sinn. Machen wir den hier noch drauf. So. Laufen rüber. Gucken, was der jetzt anstellt. Nicht hoch. Da war schon ordentlich Schaden. Den können wir jetzt eigentlich direkt umbringen. Den. Nicht ganz gereicht, aber fast. Den. Mal, dass wir die da jetzt möglichst schnell umbringen. So, die hat keinen Dingens mehr drauf. Decay. Jetzt steht aber definitiv nur noch der im Eis. Oder noch nicht mal eher. Das war natürlich. Ja, komm, dann machen wir halt den hier. Dann habe ich Beast aber auch damit ganz gut getroffen. So, der hier lebt noch. Den sollten wir dann vielleicht mal umbringen. Käme auch wieder dran. Da können wir aber jetzt alles raushauen, was wir haben. Nochmal. Dann den. Bei 5 Metern ist Sinn. Und dann können wir die noch einmal heilen. I'm ready. Sauber. Eingestampft. So.
Der muss jetzt aufpassen, dass er nicht drauf geht. Kann Shields abnehmen, das soll das sein. Das ist jetzt der letzte. Autsch. 2000. Ja, mit dem Geblitze ist es vielleicht jetzt gerade nicht so optimal. Armor of Frost auf sich selber. Der stirbt schon noch. Der kann da gar nichts machen. Wie viel hat der noch? 1600. Mal hier mal ein bisschen Schaden. I'm ready. Necrofire. Ja, komm. Explodiert er jetzt? Alles gut. Der verbrennt noch. Laufen die hin? Ja, das ging auf jeden Fall ziemlich gut. Vor allen Dingen dank des Gewitters, der ist halt extrem stark. So. You look at your companions in shock. Black Ring influence or not, the enormity of the Queen's plan is revealed. To kill everyone in the city. As a show of strength, it's a powerful statement. I can't approve, but who am I to condemn? Nobody can forgive. Use Deathrock, not even me. You can't fight darkness with darkness. You just can't. Whatever she intended, the end result will be more death and destruction. So if I have it right, she kills thousands of someone else's people to save thousands of her own. I rather fail to see the issue here. I'm not surprised by this. You shouldn't be either. Okay, dann werden wir mal bluten. Nix. Wow. Hoffen wir mal, dass die zumindest irgendwas Cooles dabei hat. Jawohl. Brief mit. Und eine Mystical Frame Rune. Rune Frame. So. Erst Arm rüber. Ein Bogen, der kann aber halt nicht besser sein als meiner. Sei denn er ist besser als meiner. Er ist halt Level 20. Ich steige aber auch bald auf 20. Ja, nicht schlecht. Plus 10% Crit Chance. Ja, da sind auch die Werte egal, die der auf dem anderen Bogen waren. Das ist schon ordentlich. Die 69% Crits.
Okay. Anata. Isbeil's Research Journal. Subject Human EF. Formulation DF12. Expected results. Dwarf Female DF12. Expected results. Subject Human Female Sorcerer DF13. Unusual. Subject resisted initial muscular petrification and lung atrophy. And lived 7 minutes beyond typical expectancy. Post-test dissection revealed most brain matter still largely healthy. Hypothesis: sorcerers possess greater resistance to deathwork, and Void Token may be even more resilient. Intricate Key. 2 Schlüssel mit. Okay. Intelligence. Da habe ich denn eigentlich Intelligence 14? Der bringt 2 Intelligence, okay. Retribution, Perseverance, Wits. Ja, die sind schon extrem gut. Das Problem ist, dass ich die hier quasi aufbewahren muss, weil dieses Intelligence-Minimum, das werde ich wahrscheinlich nicht halten können, wenn ich das nächste Item austausche. Strength, Pyrokinetic Summoning, Bartering. Das ist auch nicht schlecht. Die waren anscheinend, ja, Level 20, also über meinem Level noch. Strange, Pyrokinetic Summoning. Ja, da ist aber kein, kein Ding ist drauf. Naja, 400. Das sind mittlerweile auch noch ein Schlag. Nee, nehme ich nicht mit. Da soll schon ein Slot drin sein. Die Werte sind jetzt... A letter from Isbeil's laboratory. Dearest Vala, don't wait for me. The Magisters will have found me by the time you read this, and you know full well that they are doing to what they are doing to sorcerers. These words may be the last I post you. I will always love you. Dearest Vala. Wer war Vala? Der Name, der kommt mir bekannt vor, aber kann ich jetzt nicht zuordnen. Bone. Tooth. Thunderstorm. Ja, spätestens jetzt hätte ich ihn. Das war der, glaube ich. Das. Source Orb. Oder von eben. Runter in da rein. Mystical Rune. Ups. So. Gut. Dann schauen wir uns hier mal um. Also ich kann auch noch mal aufschreiben. Kampf gegen Isbeil oder Isbeil? Isbeil. Okay. Dann gucken wir mal, was der Quest Progress sagt. Ja, Terran, da gab es nichts Neues. Linda Kem is an agent of the God King. Was? He is sworn to the Covenant and had been trying to extract information from the captive Lord Ahu about how to get into the Tomb of Lucian. Was? Habe ich aber jetzt irgendwie nichts von mitbekommen. Also ist der auch nicht nett. Beasts. We never imagined Queen Justinia could be party to an atrocity so heinous as to release Deathfolk into an entire city. Yet this was her plan all along. Throw the divine order into disarray with the genocide of Arcs. To her, it seemed inevitable that they would turn their forces against their throne eventually. You want to strike first. The secrets of the dwarves.
Isbeil betrayed Queen Justinia, imprisoning us alongside her in the laboratory. We discovered that the dwarf Queen Justinia has a secret court below the home of Michael Ross. Upon the urging of advisor Isbeil, she is preparing to unleash Deathfog upon all of Arx. Isbeil is dead. We should find and confront Queen Justinia. We learned that Isbeil is researching Deathfog. We received a large shipment of it, smuggled in from the dwarves at Reaper's Coast. Doomsday device. Can't reach. Ja, dann drehen wir da mal dran rum, oder? Der berüchtigte rote Knopf. The great machine sits before you. Pipework tentacles outwards and upwards, the conduits piercing the ground overhead, wending their way towards the city and her people above. Even through the seals of the great cistern, you scent the acrid sting of the death fog inside. Up the wall! The machine creaks to life, and the death fog begins to flow. The sound of the mechanism fills the room, fills your head, fills the world. Level up! Then the machine winds down. The cistern is empty. All is silent. What are you playing at? All I've done, all you've done, and you just show yourself to be the tyrant I thought Justinia was. Aha. Ja, ich will dann mal gerade noch in die Stadt gehen. Moment. I'm ready. Ouch. I'm ready. I'll yield to none. Das macht ja einen Unterschied jetzt. Einfach weiter drauf. Das ist auch alle. Feeding. Und kabooms. I'll yield to none. Fast wie ein Diablo. Ja, tut mir sehr leid, aber Fettblut. Nee, gehen wir mal in die Stadt und schauen mal, was da jetzt los ist. Vielleicht nicht direkt in die... Ja? You did it. You activated the death fog machine and killed thousands. Everyone in Arx is dead. We are abominations. Oops. If anyone still walks the streets of Arx, we'll know to be suspicious. Ja, es ist, da hat er recht. Wieso ist denn hier Deathfog? Ach, das war einfach dieses... Das Lager, das sollte nicht kein Deathfog sein. Lululu. Gucken wir mal, wer da noch lebt.
Paladin Tree vor. Da ist es finster. Nehmen wir den mal runter. Spirit Vision. Ach, Lololo. Ja, The da. spirit burns with rage at the carnage wrought on Arx. Rage for the Voidwoken. Ah, der stand schon vorher da. So much death for nothing. Lucian didn't stop the Black Ring. The elf gives you a slow clap. Clap, clap, clap. The evil Isbeil is dead. The doctor will see you now. Ask about the doctor. If you have to ask about the doctor, you're not ready to know. Ask where the doctor's house might be. Permit me to mark it on your map. Do not tarry. He urgently desires to speak with a great and mysterious fame. Okay. Tell the elf doctor can come to you. He tells me you may respond this way. He does not come to you, but he promises that a visit to the doctor is good for your health. He knows you understand. Alright, tell the elf you'll go see the doctor. The elf bows his head in thanks. You turn away. Doctor's orders. After we killed Isbeil, a strange messenger appeared and bid us to visit Dr. Deva at his house. Isbeil lebt noch. Ja, sind die Figuren da drin. Ja, ich schätze mal, das passiert, wenn man hier komplett auf Evil spielt. War ganz interessant. Das müsste Boss sein, oder? Ja. Hm. Eat Food. Das war mein Wolf. Ja, es ist auf jeden Fall ja, ziemlich tot, würde ich sagen. Dann lade ich mal. Bevor ich dieses Ding da gedrückt habe und dann spielen wir mal normal weiter. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass man das machen kann. So. Und ist auch ganz cool, dass der Zwerg sich dann gegen einwendet. Aber nicht alle, ist es nicht allgemein als böser, also als No-Go angesehen wird, sondern halt nur von dem Zwerg, wenn man da eine Differenz macht. What's this? I found something. Ja. Ups. Oh.
lebt noch. Nicht schlecht. Das ist ja nicht mal eine effiziente Falle. What's this? I found something. Achso, einmal noch rasten hier. Wo wir da unten wieder rausgehen. Sind wir um? Nichts machen. Da muss es aber noch irgendeinen Durchgang geben. Gehen wir erstmal hier lang. Da gibt es anscheinend einen Durchgang. War gleich schon. Gehen wir zuerst nach oben hin, weil nach unten hin scheint es eigentlich dann weiter zu gehen. Nee, gar nicht wahr. Vielleicht die Karte richtig umhalten. So, here we are again. Wählen, so dass jetzt böse Kisten sind, weiß ich nicht. Aber die haben dann auch den Stolen Tag, wenn ich die mitnehme. Lassen wir mal. Hier nicht. Ne. Vielleicht, weil das halt Justinias Raum ist. Also nochmal zurück. Kommen wir da gleich nochmal rein. Da geht's anscheinend durch.
spotted something. That sounds like the Queen. Was? Justinia! Justinia expels a long, shuddering sigh. It joins the other whispers that permeate the dank sewer air. A moment passes. What do you want from me, Marcus? What can I possibly say at this moment and in this place to appease you? It's not about appeasement. It's about innocent lives. Cannot let you release the death fog. Marcus, the city is safe. I know the truth about Isbeil, about the Black Ring. It's over now. So you're telling me you weren't malicious? You were just too weak to know you were being played? What a goddamned joke, Justinia. You're right. Is that what you want to hear? You're right. Go and tell everyone how right you are. But you know what your rightness won't do. Protect a kingdom. And protect it I did, while you went off to live your God's damned pirate fantasy. And if I knew then what I knew now, Marcus, I would still exile you. You would walk the Isle of Mist to this day, stalked by demons and living the nightmares they planted in you. Call me a fool or a tyrant. Call me whatever you want, but I was still there. I was there. I lived reality while you were playing games. Lad, you really lead me wrong. Call it. I know you got my back. The Queen's seen her errors. Say she deserves a chance to guide the dwarves once more. Unsheath your weapon. Justinia must die. His people's future hangs in the balance. Ja, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Also, wenn man es mal realistisch sieht, die mag vielleicht der anderen da geglaubt haben, aber wenn das schlussendlich doch ihre Entscheidung war, das mit dem Deathfog zu bekämpfen und alle auszulöschen. Na gut, die will halt ihre Zwerge retten, aber es ist ja nicht so, als wenn da irgendwas passiert wäre. Also, kann man wohl beides sehen, aber ich möchte die da jetzt auch nicht unbedingt als Führer zurückgeben, also bringen wir sie um. How many years did it take for her to see a single truth in a mess of lies? There'll be another, and another. She will always be played the fool. You would serve as both judge and executioner. Very well. Duna knows if my death is deserved. But he would not deny me a chance to defend myself. In the rage. Critical Chance plus 100%. Okay, Hurts, doesn't it? Okay, Nummer 1. Ja, die macht gut Schaden. Das kann man schon mal so sagen. I'll yield to none. Auf dem Boden. Naja. Dann machen wir jetzt hier am besten eine Heilaura drauf. Naja, das braucht man nicht. Erst den heilen. Vielleicht die...
Griffin muss auch erstmal aufstehen wieder. Dann werfe ich die mal dahin, damit die einmal weniger angreifen können. So. Jetzt bekommen wir sie aber auch kaputt. Wir können dann nachher auch mal die andere Lösung machen und dann mal gucken, wie die da reagiert. Ich nehme mal an, dass das Bessere ist, das was ich nehmen will. Glory is mine! So. Dann machen wir es nicht mehr. Aber die hält schon gut was aus. Aha. Wobei, auch den. I'll yield to none. Prepare yourself! Na, explodieren lassen werde ich die jetzt nicht. Na, mach mal den. Kaputt. So. It was a long time coming. He pauses and blinks. There is no hooting or hollering, no celebration or song. Break the silence with a whoop. The queen is dead. Hurrah! Ask how he feels now that the deed is done. Say you know it must have been hard, but he's a hero to his people. Yeah. Is this what heroism is? Leaving the kingdom without a queen? Are they really better off than before? Maybe she was right. My blood is hot. I don't think this shite through. Insists he stops second-guessing himself. You've got to stay focused. Tell him he did what he thought was right. Often understanding. Pat on the back. Es klingt so, als wenn es falsch wäre. Ja. Alright, let's move. Klingt ja nicht so toll. Okay. Queen dead. Okay. Kurz warten. Save successful. Load. Vor. Gucken wir mal, was passiert oder was sie sagt, wenn wir die leben lassen. Vielleicht ist die ja einsichtig, aber... I've spotted something. Will ich das hier auch noch mal machen?
Wobei, bevor ich das mache, rede ich am besten mal mit der. Umsonst gemacht. Aber so wie die Reaktion da gerade war, implied es ja quasi, dass es schlecht wäre. That sounds like the Queen. Justinia! Justinia expels along. What do you want? It's not about it! Marcus? So you're telling me you... You're right. And if I call me a Lad, you rarely lead me wrong. Call it. I know you got my back. The Queen has seen her errors, say she deserves a chance to guide the dwarves once more. We'll do as you say then. Go back to them, Justinia. I'll go too. We have to rebuild. For us and for them. Have you forgotten your own journey, Marcus? I know you love your people. I know you would see them free, but I must be the one to face them. To release them from the prison I made for them. Ja, okay, das klingt schon so, dass die einsichtig ist. You are God-woken. Think of what you can do for the kingdom as divine. Far more than I can as queen. Go. I will serve the people as they ask. You will serve them as they warrant. Justinia kisses his cheek. You are the beast of the sea. The God-woken. The divine in waiting. You will do your people proud. Na, okay, dann lassen wir sie halt am Leben. Was können wir hiervon brauchen? Finesse, Warfare. Das ist eigentlich jetzt, das ist zwar nicht schlecht, aber auch nicht wahnsinnig gut. Ja, Schuhe. Gauntlets. Ignitus Thievery. Ja, kann ich jetzt überhaupt nicht abschätzen. Ich weiß nur, dass der Helm besser wäre als der, den ich habe. Aber ich brauche das Scoundrel auch. Ich nehme mal die Schuhe. Ups. Und guck mal, oder hoffe mal, dass die auch wer brauchen kann. Ja, hier zum Beispiel. Oh ja. Ja, okay, war schon ganz schön. Dann müssen wir die gerade noch verarbeiten. Neige. Dann haben wir Finesse-Hosen. Die sind kompletter Kappes, weil ich bessere gerade gefunden hatte. Granate. Sie. So. The Poisoner's Companion. The Poisoner's Companion, Toxins the World Over by Catherine D. Dense writing blackens every page, each and every one devoted to potions, tonics and tinctures with a singular purpose, killing. Ja, dann machen wir das so. Hätten wir das so. Ja gut, hier ist noch einiges zum Erkunden. Und da haben wir Source. Mal gucken, ob da ein Tank ist, mit dem wir uns auffüllen können. Aber dann werden wir den Rest beim nächsten Mal erkunden. Und dann sage ich mal, bis dann!